Napoleon Bonaparte stürmt durch Europa, erobert Throne wie Dominosteine, doch plötzlich bricht alles zusammen. Waterloo, Exil, ein Imperium in Trümmern. War das nur Pech oder steckte mehr dahinter? Tief in den Schatten der Geschichte lauern Kräfte, die uns alle antreiben. Unsichtbare Muster, die Helden schmieden und Tyrannen zerbrechen. Diese Muster heißen Archetypen, urtümliche Vorlagen aus dem kollektiven Unbewussten, die seit Anbeginn der Zeit in Mythen, Kriegen und Revolutionen wirken. Nehmt Gandhi, ein schmächtiger Anwalt, der mit bloßen Worten ein Kolonialreich in die Knie zwingt. Nicht durch Schwerter, sondern durch eine innere Weisheit, die wie ein uralter Fluss durch seine Adern floss. Oder Mandela, der aus 27 Jahren Kerkerker aufsteigt, nicht als Racheengel, sondern als Versöhner, der Nationen heilt. Jeder von ihnen trug ein Archetyp in sich, den Krieger, den Weisen, den Wächter, und genau das machte sie unvergesslich. Oder zerstörerisch, wenn diese Kräfte aus dem Gleichgewicht gerieten. Wie verwandelten unsichtbare Ströme Napoleons Ruhm in tödliche Fallstricke? Wie schmiedeten sie Gandhis Sanftheit zu einer Waffe, die Imperien zerbrach? Wie webten sie Mandelas Schmerz zu einer Brücke über Abgründe? Bleiben diese Muster nur Relikte alter Geschichten oder pochen sie in uns, lenken Siege und Stürze mit jedem Atemzug? Wer zupft als nächstes an den Fäden, die Schicksale spinnen? Was sind Archetypen? Diese geniale Idee hat Carl Gustav Jung, der scharfsinnige Schweizer Psychologe, uns geschenkt. Ein Mann, der die verborgenen Kammern unserer Psyche wie einen Schatzsucher durchkämmte. In jedem von uns existieren unsichtbare Figuren, die seit Jahrhunderten in Geschichten, Mythen, Filmen und Träumen auftauchen. Psychologen nennen diese Figuren Archetypen. Der Begriff stammt aus dem Griechischen. Arche bedeutet Ursprung, Typos bedeutet Muster oder Form, zusammen also ursprüngliche Muster, die tief in uns allen verankert sind. Jung entdeckte, dass diese Archetypen in allen Kulturen immer wieder auftauchen. Sie wirken in uns, oft ohne dass wir es merken, und prägen unser Denken, Fühlen und Handeln. Der Held. In unserem Inneren gibt es den Drang, mutig zu handeln und Hindernisse zu überwinden. Beispiele: Herakles, der 12 gefährliche Aufgaben meisterte. Harry Potter, der gegen dunkle Mächte kämpft, um seine Freunde zu schützen. Simba aus Der König der Löwen, der seine Angst überwindet, um sein Königreich zu retten. Die Weise oder der Mentor. Diese Figur gibt Rat und hilft, den richtigen Weg zu erkennen. Beispiele: Gandalf in Der Herr der Ringe, der die Gefährten leitet und vor Gefahren warnt. Die Mutter. Sie symbolisiert Schutz, Fürsorge und Geborgenheit. Demeter aus der griechischen Mythologie, die ihre Tochter Persephone immer wieder sucht. Der Schatten. Dieser Archetyp zeigt die dunklen, unterdrückten Seiten in uns, die wir oft verdrängen. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die doppelte Persönlichkeit und unterdrückte dunkle Impulse darstellen. Diese Archetypen sind keine bloßen Symbole, sondern Kräfte, die uns formen. Wenn wir sie erkennen und bewusst integrieren, können sie zu Quellen von Stärke und Kreativität werden. Ignorieren wir sie, können sie unsere Entscheidungen und Gefühle negativ beeinflussen, oft auf unerwartete Weise. Das archetypische Muster des Kriegers erscheint in vielen Kulturen als Figur, die Mut, Entschlossenheit, Zielstrebigkeit und die Fähigkeit zur strategischen Handlung verkörpert. Er stellt sich Hindernissen, formt die Welt durch Tatkraft und setzt seine Energie ein, um einen Willen zu verwirklichen. Manchmal schöpferisch, manchmal zerstörerisch. Napoleon Bonaparte steht wie kaum eine andere historische Figur in enger Verbindung mit diesem Archetypen. In der europäischen Mythologie begegnet die Gestalt des Kriegers in Form des Achilles, dessen Willenskraft und Unbezwingbarkeit zu symbolischen Merkmalen heroischer Stärke wurden. Auch Siegfried aus der deutschen Sage, der den Drachen tötet und unverwundbar wird, verkörpert die übersteigerte Form des kämpferischen Helden, der sich durch Taten unsterblich macht.
Napoleon zeigt in seiner Jugend genau jene Eigenschaften, die diese Figuren prägen. Entschlossenheit, strategische Schärfe und ein fast instinktives Gespür für den Moment des Handelns. Schon früh strebte er nach einer Rolle, in der er seine innere Energie in Macht und Bewegung verwandeln konnte. Sein Aufstieg vom einfachen Offizier zum ersten Konsul und schließlich zum Kaiser war begleitet von Entscheidungen, die eine kompromisslose Zielstrebigkeit erkennen ließen. Ein Kernzug des Kriegerarchetyps. Doch die Mythen lehren auch, dass der Krieger oft an seiner eigenen Energie scheitert, wenn sie ungebremst wird. Achilles fällt durch eine einzige verletzliche Stelle, Siegfried wird durch Verrat getötet und viele Kriegsgötter verlieren ihre Bedeutung, sobald ihre Kraft, Maß und Richtung verliert. Napoleon erlebte einen ähnlichen Wendepunkt. Die Expansion seines Reiches führte ihn letztlich in einen Konflikt mit Grenzen, die nicht mehr militärisch überwunden werden konnten. Geografische, organisatorische und menschliche Grenzen. Der Marsch nach Russland im Jahr 1812 verkörpert wie ein mythisches Drama die Übersteigerung eines Archetyps. Der Krieger, der nicht ruhen kann, bis er alles erobert hat, zerstört damit die Grundlage seiner eigenen Macht. In vielen Kulturen erscheint der Weise als Gestalt der Einsicht, der Geduld und der inneren Klarheit. Er greift selten zur Waffe, sondern zur Erkenntnis. Seine Stärke liegt in der Fähigkeit, Konflikte durch Verständnis und moralische Orientierung zu transformieren. Im indischen Kulturraum besitzt diese Figur eine reiche Tradition. Von Vyasa, dem Verfasser des Mahabharata, bis zu Buddha, der den Weg der Befreiung durch Erkenntnis lehrt, oder Krishna, der Arjuna im Bhagavad Gita die Einsicht in Pflicht und Mitgefühl eröffnet. Mahatma Gandhi verkörpert diese Linie auf eine moderne Weise. Seine Kraft entspringt nicht aus äußerer Macht, sondern aus einem moralischen Zentrum, das er im Laufe seines Lebens schulte. Während viele Anführer ihrer Zeit nach territorialer Kontrolle oder politischer Überlegenheit strebten, entwickelte Gandhi eine Form der Führung, die auf dem inneren Prinzip des Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, ruhte. Dieses Prinzip ist in vielen indischen Erzähltraditionen verwurzelt. Bereits im Jainismus erscheint die Figur des vollkommen gewaltlosen Weisen, der nicht durch Kampf, sondern durch Verzicht und geistige Klarheit triumphiert. Gandhi aktualisierte diesen Archetypen, indem er seine politische Bewegung zu einem Ausdruck innerer Disziplin und ethischer Entschlossenheit machte. Im Gegensatz zur kämpferischen Energie Napoleons besteht der Einfluss des Weisen nicht darin, Hindernisse zu zerschlagen, sondern sie zu verwandeln. Gandhi betrachtete jede Auseinandersetzung als Möglichkeit zur moralischen Klärung. Die berühmten Märsche, Fastenaktionen und Formen des zivilen Ungehorsams ähneln mythischen Prüfungen, in denen der Held nicht zum Schwert greift, sondern zur Geduld. In dieser Form lebt der Archetyp des Weisen als Kraft, die Chaos nicht durch Sieg, sondern durch Transformation auflöst. Der Archetyp des Königs erscheint in vielen Kulturen als Gestalt der Ordnung, der Gerechtigkeit und der Verantwortung. Er ist nicht nur Herrscher über ein Territorium, sondern über die moralische Struktur einer Gemeinschaft. In afrikanischen Traditionen verkörpert diese Figur oft den Hüter des Gleichgewichts zwischen Volk, Natur und geistiger Welt. In der Zulu-Mythologie steht beispielsweise die Gestalt des Shaka Zulu als mächtiger, aber reformierender Herrscher, der Ordnung schafft und soziale Strukturen neu formt. In anderen afrikanischen Erzählungen, etwa in westafrikanischen Mandé-Traditionen, erscheint der legendäre Sundiata Keita als König, der nach Exil und Leid zurückkehrt, um ein neues, harmonisches Reich zu errichten. Nelson Mandela zeigt wesentliche Aspekte dieses Archetypen in seinem Lebensweg. Die lange Gefangenschaft wirkt wie die mythische Phase der Prüfung, in der der zukünftige König innerlich heranwächst. In vielen Mythen wird der wahre Herrscher nicht durch Erbe oder Macht ernannt, sondern durch die Fähigkeit, Schmerz zu verwandeln. Mandela entwickelte in den Jahren der Haft eine Haltung, die nicht aus Rache oder Rebellion bestand, sondern aus der Einsicht, dass ein zerrissenes Land nur durch Versöhnung erneuert werden kann.
Seine Präsidentschaft war weniger ein politischer Triumph als die Manifestation eines archetypischen Musters, die Rückkehr des Königs, der ein Reich wieder zusammenführt. Während Napoleon durch den Kriegeranteil zu immer neuen Feldzügen getrieben wurde und Gandhi durch den Waisenarchetypen die Kraft zur moralischen Umwandlung fand, zeigt Mandela das Muster des Königs, der Verantwortung übernimmt, um ein Land aus der Spaltung zu führen. Seine Haltung ähnelt in vieler Hinsicht den afrikanischen mythischen Herrschern, die als Vermittler zwischen Konflikten auftreten. Das Ideal eines Königs, der nicht durch Macht, sondern durch Charakter herrscht, findet in Mandela ein modernes Echo. In allen 3 Biografien zeigt sich, dass archetypische Kräfte nicht isoliert wirken. Napoleon trug auch einen Führeranteil in sich, Gandhi besaß mutigen Widerstandsgeist und Mandela zeigte Weisheit neben seiner königlichen Ausstrahlung. Doch jeweils ein Archetyp dominiert den Lebensweg und prägt den symbolischen Beitrag zur Weltgeschichte. Der Krieger führt vor Augen, wie Tatkraft die Welt formen kann, aber auch wie Maßlosigkeit zur Zerstörung führt. Der Weise zeigt, wie Einsicht und moralische Klarheit Macht über äußere Gewalt gewinnen können. Der König schließlich veranschaulicht, wie Verantwortung und innere Größe ein zerrissenes Gemeinwesen heilen können. Die Mythen ihrer Kulturen verstärken diese archetypischen Muster. Achilles, Siegfried, Rama, Vyasa, Krishna, Sundiata und Shaka Zulu bilden kulturelle Resonanzräume, in denen sich das Handeln dieser Persönlichkeiten spiegelt. So entsteht ein Bild, in dem individuelle Biografie und kollektive Symbolik miteinander verwoben sind, wie Strömungen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, sich aber in einer Persönlichkeit zu einem klaren Muster vereinen.